Ja, vor allem abgeschlossen. Also was ist bitte hier abgeschlossen? Kann man das Rad nicht drehen oder was? Naja, gut, okay. Auf jeden Fall wissen wir das mal schon mal, dass ich, wie ich fast gedacht habe, es ist eine Seilbahn. Nur ich dachte jetzt nicht, dass es eine Seilbahn über einen Canyon ist, aber ähm, ja, gut, okay. Aber was ich noch schauen wollte ist, hat Conwire hier, okay. Hier sind Dornen eingezeichnet. Das ist schön, dass das Ganze einzeichnet. Dann dürfen wir jetzt hier über diesen Page 241 Pfad zurückgehen. Dann laufen wir jetzt mal. Wobei ich mich immer noch ganz ehrlich sage, die Kiste da oben check ich noch nicht ganz. Ich meine, klar, wir können da irgendwelche Samen reinwerfen, aber wieso sollte ich das tun? Ich könnte auch mal die ganzen Erfolge von dem Spiel anschauen. Vielleicht ist es nur ein Erfolg, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Aber habe jetzt auch gerade keinen Elan, da mir alles anzuschauen. Mich würde viel mehr interessieren, was das da für ein Rucksack ist. Bevor ich den aber... Ach, es wird ein Rucksack sein mit einem Seil drin, damit ich hier runter kann. Ja, ist schon recht. Jetzt dachte ich, es wäre was Interessantes. Da haben wir schon diesen Kasten. Ne? So. Boah, mal schauen. Ups, nein. So. There's an abandoned pack out here. And it's not one of the teens? No, it looks like it was lost a long time ago. Well, you could always pilfer it for supplies. Lost it. An einem Ast. Das. Brain Goodwin. Idiot. Well, I am flush with ropes now. That pack was full of them, in decent condition too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this. This pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah, he only used 3 or 4. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Wow. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. He was a lookout? Yeah, kinda, I guess. He was stationed in Two Forks, your lookout, with his dad Ned 3 summers ago. Great kid. You can bring children out here? No. You know, I'm not a stickler for rules. They took off halfway through the summer. What, they couldn't handle your unique brand of charm? Not many can. Unsurprising. Anyway, so it goes. Have fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a Photodome employee. I don't know, I got a lot of hiking to do. Might get bored. Well, I'm bored as rocks, so I'll keep you company while you find those girls, huh? Okay, 18 Bilder haben wir noch übrig, aber ich bin mir auch gerade nicht sicher, weswegen wir die Bilder machen sollten. Ich will da runter. Hallo. Danke. Oh Mann. Aber weiß jetzt nicht, wofür die Kamera wirklich gedacht ist. Wenn ich mir überlege, dass wir jetzt da... Weil ich könnte zwar jetzt 18 Bilder machen, aber dann sind die 18 Bilder weg. Aber das Einzige, wie soll man die entwickeln? Mich würde mich interessieren, welche Bilder er schon gemacht hat. Das ist das eher Interessante. Hast 2 Seilhaken auf einmal? Naja, bald haben wir keine Seile mehr, glaube ich, oder? Wir haben auch kein wirkliches Inventar, wo ich nachschauen könnte, wie viele Seile wir haben, aber ich schätze einfach mal, dass wir jetzt jeden Baumstumpf anketten können, an dem wir begegnen, gehe ich mal davon aus. Dass es quasi unser Freibrief ist, alles anzuketten. Such die Teenager. Hey, sorry about snapping at you earlier. I thought about it and
Yeah, I suppose that must have sounded kind of weird when you heard me take that other call. Plus, you're just out here in your own head. Trust me, I know how it is. So, did you break any hearts back in Colorado when you took this job? I myself have chosen to never get attached to anyone who would miss me, but I know I'm a bit of an outlier. I don't mean that the way it sounds. I mean, I care about people, and I like companionship as much as the next person. But why does it have to come from the same person for your whole life? My Aunt Kathy was married to the same guy for 4 decades, and when he died, she found out he'd been having an affair with a real estate broker for 15 years. Whereas my Aunt Judy traveled the world dating artists and musicians as she saw fit. Call me crazy, but I'd rather spend a week in bed with Sonny Bono than half a lifetime with some cheating stockbroker. I'm actually married. But you're here. She's sick, and I shouldn't be here, but I am. I'm sorry, Henry. What is it? We'll get into it. Okay. Well, in the Sag dir doch meantime, einfach. you are here, and it's beautiful, and escaping isn't always something bad. Yeah, sure. Look, I gotta go do a thing, but I'll have a radio. Okay, call me if you need to. Eine neue Nachricht. Schauen wir mal. 16.06. Wir reisen ja in der Zeit zurück. Hi Dave, rate mal, wer nächste Woche mit Debbie ausgeht. Nein, nicht dieser Schlappschwanz von Steam, sondern ich, Ron höchstpersönlich. Okay. Ich war auch oben bei Two Forks, um mir den neuen anzusehen. Habe dann gehört, wie er mit sich selbst redet, also mehr als üblich für einen Brandwächter, und beschlossen, mich lieber von ihm fernzuhalten. Weißt du noch, als du den Typen bei Jimmy Rock dabei beobachtet hast, wie er sich von der Hängematte selbst vergnügt hatte? Ich glaube langsam, bei der Forstverwaltung nehmen nur Geistesgestörte und Perverse. Außer uns natürlich. Wir sind die Creme de la Creme. Stoßen wir auf Debbie an, Ron. Ja, alles klar. Ein Stein, das ist... Wow. Oh mein Gott, es ist ein Stein. What the heck? Someone found a fossil and put it in a cash box. Could be the same person who left that antler. And maybe they're leaving me an entire creature, piece by piece. Ja, aber... ja, gut, egal. Ich wollte es eh nicht wirklich anschauen, weil... Was nutzt uns das bitte? So. Gut. Jetzt haben wir die ganzen Wege eingezeichnet und können da zurückgehen. Wobei wir sollen ja eigentlich zum... Ja, ist das eine gute Frage. Sollen wir jetzt zurück zum Thunder Canyon oder sollen wir jetzt über Wapiti Meadow rübergehen? Aber da, Moment, da sieht's aus, als würden wir nicht durchkommen, oder? Naja gut, schauen wir mal. Oh, ich glaube wohl... I see a really thin plume of smoke. Yeah, I see it too. A thin plume like this is either a new fire or a campfire. Campfire. You think it's them? I reckon so. It looks like it's to the southwest of me. That's right. If you hike towards 5 Mile Creek, that should put you in the neighborhood. Keep an eye on that smoke plume. Let me know if it's getting any larger. Will do. Okay. Supply Drop. Ach, die Kiste heißt Supply Drop. Jetzt habe ich das jetzt erst kapiert gerade eben. Ach, da unten müssen wir jetzt hin. Uiuiui. Okay. Ja. Ich hätte gesagt, lass uns dann mal über die Kiste 305 laufen, weil ich würde ganz gerne das Unterzeug hier kartografiert haben. Und konnten wir? Doch, wir konnten hier runterlaufen. Aber es ist ja relativ egal, wie wir laufen. Es bleibt sicher gleich, aber wir sind jetzt schon hier runtergelaufen. Ja, scheiß drauf. Laufen wir hier weiter.
Da ist der Weg sicher nicht, dass wir da oben nicht durchkommen und dann muss ich den ganzen Weg zurücklaufen. Da habe ich jetzt auch keinen Bock. Huch. Okay, hier war wohl mal ein Waldbrand, so wie es aussieht. Nur junge Pflanzen und alles verbrannt. Achso. Verbrannter Baum, aber wir können nicht überreden. Oh, gut, okay. Diese Geräusche, echt. What does she have? Was? She's Ah. got Alzheimer's, like dementia. Whoa. How old was she? Is she? She's alive. She's with her family in Melbourne, Australia. She's 43. Fuck. Yeah. What was it like when you guys found out? Angst, wir wussten nicht, was los ist, verheerend, keine Ahnung. Well, we didn't really understand what was happening. You don't get Alzheimer's in your late 30s. No kidding. But even then, we didn't really get it until she couldn't work anymore and I couldn't leave her alone. It wasn't until then that I said, oh, this is it. This is over. That was hard. I'm sorry to be such a downer. Don't even. I'm happy to listen. And, you know, we'll try to have some fun this summer. I promise. Mhm. Okay. Wenn die das sagt, dann wird das schon stimmen. Aber sie ist mir immer noch irgendwie ein I'm having bisschen... a hell of a time getting this fucking flapjack off his ass and out to repair that wire. Excuse me, Flapjack? You know, like a loser, a chotch. I really don't, but I do now. Well, the next time you're at a bar and some banker steps on your foot so he can order his crappy martini, you've got just the name to use. Hey, Flapjack, why don't you wait your turn before I bounce your face off a dumpster? It's beautiful. Nein, ist es nicht. Oh Mann. Was? Okay. Ah, hier. Wow, I'm on top of a natural bridge out here. Really? Is it a complete arch? No, I guess the bridge is out here. Still, I think I could jump this gap to get across the canyon. Well, you're a regular Evel Knievel. Oh yeah, you should see the jumpsuit I'm wearing. Ja, warum nicht? Die Frage ist, wo geht's da eigentlich hin? Das würde mich viel mehr interessieren. Ach, das ist wohl eine Abkürzung dann rüber, hier runter zu dem 306er Cage. Warum zittert meine Maus hier? Warte. Nee, warum zittert das Ding? Okay. Wobei eigentlich wäre es oder ist es der kürzeste Weg, oder? Ich glaube schon. Wir haben jetzt das Seil untergelegt, das heißt, wir können da jederzeit wieder hoch. Dann klettern wir jetzt mal da hoch, dann müssten wir... Was? Bling? Ach so, Musik. Die kommt hier so selten, dass es schon fast irritierend ist, wenn man hier dann plötzlich mal Musik hört. Dann schleichen wir jetzt mal durch die Wälder und klettern hier hoch. Dann dürften wir nämlich schon fast wieder auf unseren alten Weg sein, wo wir das allererste Mal entlang gelaufen sind. Dann... Moment, wo geht's lang? Ach so, es gibt nur einen Weg. Das sah jetzt aber... Ach, das ist wieder ein Weg außenrum, Oh. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Es gibt... Ach, okay. Nee, das ist wohl eine Einbahnstraße, oder? Wir können nicht mehr zurück, gell? Ja. Das soll eine Einbahnstraße darstellen. Aber wir sind jetzt eh schon an dem... Moment mal, könnte man da nicht eigentlich hier irgendwo... War doch was, dachte ich. Anscheinend nicht. Das ist tatsächlich eine Einbahnstraße. Wir können da nicht mehr zurück. Das ist ja blöd.
Ich glaube, wir müssen hier lang, oder? Ja, sieht irgendwie richtig aus. Ja, genau, das sieht richtig aus. Dann müsste es hier auch schon stehen. Nee, Rubble River. Ja, doch, genau, stimmt. Was ist da hinten? Sieht aus wie eine Höhle. Nee, ist keine Höhle. Sah nur so aus. Aber jetzt sind wir eh schon fast da. An der dünnen Rauchsäule, das geht doch ziemlich zackig. So, how'd you meet? Met in a bar. The birthplace of modern romance. I walked over and asked her what her major was because I thought she was a student, not a prof. Smooth. That's me. I did make the first move, though. Aw, you were brave. I was drunk. Genau, und jetzt sind wir endlich da, weil mich interessiert, was dieses Medizinrad darstellen Wow, soll. there's an old, I think it's called a medicine wheel out here. Yeah, it was made by Crow American Indians hundreds of years ago. There are lots of small ones. Have you ever been to Medicine Wheel Monument over in the Bighorns? No, I sure haven't. Well, it's worth a 3-hour detour on the way home in August. Neat. I'll keep it in mind. Ich habe bloß absolut keine Ahnung, was es mit dem Zeug hier auf sich hat. Hey, I'm at the medicine wheel, and I can't see the smoke anymore. Where am I headed again? Doch, ich sehe ihn. Towards 5 Mile Creek. It's in the southwest quadrant of your map. Okay, heading over there now. Die Frage ist jetzt, Moment mal, wir sind irgendwie falsch abgebogen. Oh. Ich Genius. Bin falsch abgebogen. Ach, verdammt. Müssen wir jetzt zurücklaufen? Ich habe jetzt irgendwie ein bisschen total verplant. Ich dachte eigentlich, dass es hier entlang geht über das Did your Medizinrad. wife's illness have anything to do with you taking this job, or did you just fall prey to the service's big recruiting push? When it comes to, how the hell you ended up out here? Da war eine Stellenanzeige in der Zeitung. Was meinst du? Ich habe einen Job gesucht. Ja. Sorry, I don't really know what you mean by recruiting effort. Oh, after last summer. Budgets went through the roof, a lookout and every lookout for the first time in 20 years. Last summer? Oh, come on, you're from Denver, not Delaware. This was national news for Pete's sake. Boulder. I'm from Boulder. Same diff. Oh, you're talking about that giant fire that probably caused some damage. Turned an entire jamboree of brownies to dust. Brownies don't have jamborees. Well, they should. And you don't know what the hell I'm talking about, do you? I do not. Jeez. I mean, the federal government almost let Yellowstone National Park burn to the ground? Ring a bell? Nein. Yellowstone is like, 15 miles away. Why would they do that? Well, the short story is that for 60 years, we got very good at not letting forest fires happen. And then about 15 years ago, they decided that forest fires in wilderness areas like Yellowstone should be left to burn. So that's what they did. I can't believe you didn't hear about this. There were reports that the entire park was gone. Dan Rather telling the country that President Reagan didn't care on the nightly news. And what the hell's he gonna do? Smoke jump in and snuff one out for the Gipper? So what should they have done? I don't even know. By the time the Yellowstone folks realized the little fires weren't gonna burn themselves out, 100,000 acres were gone. It's Yellowstone, People don't want to touch it. But we touch it every single day. But hey, I got a 30 cents an hour raise because we can't have another fiasco. Like the goddamn park can burn down again. 30 Cent, Wahnsinn.